Owen ist ein erfahrener Ranger, der im Algonquin Forest im Osten Kanadas lebt und arbeitet. Er verbrachte fast 30 Jahre in der Wildnis und kannte jeden Pfad und jedes kleine Geräusch im Wald. Heute Morgen nahm er wie üblich zu seinem Schutz sein Gewehr und machte sich allein auf Patrouille. Das kalte, graue Wetter des frühen Frühlings hüllte den Wald in eine stille Traurigkeit. Owen ging langsam, seine Augen huschten umher und seine Ohren lauschten immer nach ungewöhnlichen Geräuschen im tiefen Wald. Ein leises Stöhnen hinter den Bäumen ließ Owen sofort anhalten. Er runzelte die Stirn, sein Herz schlug schneller, es waren nicht die üblichen Vogel- oder Tiergeräusche, die er hörte. Owen folgte dem Geräusch und bahnte sich seinen Weg durch die trockenen Blätter und umgestürzten Baumstämme, die den Boden übersäten. Nach einigen Minuten der Suche fand er einen großen Bären, der unter einem Baum lag. Seine Hinterbeine steckten in einer großen Eisenfalle, die mit Eisenketten fest an den Baumstamm gekettet war. Die rostige Falle bereitete dem Bären Schmerzen, das Fell um seine Beine war nass und Fliegen summten. Der Bär keuchte, sein Körper war abgemagert, seine Augen waren voller Schmerz, aber er konnte nicht länger widerstehen. Vielleicht steckte es schon seit Tagen fest, versuchte sich zu befreien, war aber schließlich erschöpft und wartete auf den Tod. Owen unterdrückte seine Emotionen, senkte langsam seine Waffe und ging näher an das verletzte Tier heran. Er wusste, dass der Bär an Erschöpfung und einer Infektion sterben würde, wenn er ihn nicht schnell rettete. Owen setzte sich, seine Stimme sanft: „Ich bin hier, um dir zu helfen, sei brav, es ist jetzt okay." Seltsamerweise brüllte der Bär nicht, sondern stöhnte nur leise, als ob er verstünde, dass er versuchte, ihm zu helfen. Owen legte seine Hand auf den Kopf des Bären und streichelte das blutbefleckte Fell, um das Tier zu beruhigen. Er sicherte den Körper des Bären mit einem Seil, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die die Wunde verschlimmern würden. Als nächstes untersuchte er die Falle sorgfältig und suchte nach dem Riegel und der sichersten Möglichkeit, ihn zu entfernen. Seine Hände zitterten leicht, als er das kalte Metall berührte, das sein geschwollenes Bein hielt. Er benutzte das Brecheisen, das er mitgebracht hatte, um jeden einzelnen rostigen Eisenriegel zu öffnen und ging dabei äußerst vorsichtig vor. Der Bär atmete schwerer, blieb aber still und blickte Owen mit einem seltsamen, zerbrechlichen Blick an. Es gab ein lautes Klick, die Falle sprang auf, nachdem Owen mit aller Kraft den Riegel gezogen hatte. Die tiefe, offene Wunde löst bei jedem, der sie sieht, Mitleid aus. Er wusch die Wunde schnell mit der antiseptischen Lösung, die er mitgebracht hatte, und verband sie mit Gase. Owen wusste, dass die Wunde zu schwer war und sofortige medizinische Hilfe benötigte, wenn sein Leben gerettet werden sollte. Er rief die Wildtierrettung an und gab die genauen Koordinaten durch, damit diese schnell vor Ort sein konnten. Während er wartete, saß er neben dem Bären, streichelte sanft sein Fell und sprach mit ihm, um ihn zu beruhigen. Der Bär schloss die Augen, sein Kopf lag auf dem Boden, er atmete leicht, zitterte aber weniger als zuvor. Ein spezielles Rettungsfahrzeug traf mit 6 Mitgliedern des Naturschutzteams und einem Tierarzt ein. Sie betäubten den Bären leicht und legten ihn auf einer Trage in einen Kleinlaster. Owen stand daneben und sah zu, wie der Bär auf das gelbe Rollbett gehoben wurde. Das Auto verließ den Wald und fuhr in Richtung des über 30 Kilometer entfernten Algonquin Wildlife Health Center. Bei seiner Ankunft führte der Arzt eine Computertomographie, CT, durch und untersuchte das verletzte Bein gründlich. Die Ergebnisse zeigten, dass sich im Bein des Bären viele Eisenstücke befanden, die operativ entfernt werden mussten. Darüber hinaus machen Anzeichen einer weit verbreiteten Infektion eine Operation dringend und gefährlich. 3 Chirurgen in blauen Kitteln betraten einen modernen Operationssaal, der von weißem Licht erfüllt war. Der Bär wurde tief betäubt und auf die Seite gelegt, um Zugang zum verletzten Beinbereich zu erhalten. Die Operation dauerte 2 Stunden, wobei jede Schicht abgestorbenen Gewebes sorgfältig entfernt und die Blutung gestoppt wurde. Nadel und Faden wurden geschickt eingefädelt, jeder Stich verband die Wunden der grausamen Falle. Nachdem der Bär genäht worden war, wurde ihm eine Infusion gelegt und er wurde in einem separaten Eisenkäfig in den Erholungsbereich gebracht. Der Arzt überwacht kontinuierlich Herzfrequenz, Temperatur und Reaktion nach der Narkose, um die Stabilität sicherzustellen.
Owen saß im Flur, wartete mit ängstlichen Augen und hoffte auf ein Wunder. Schließlich kam der Arzt mit einem leichten Lächeln heraus: Die Operation war erfolgreich, der Bär wird sich erholen, wenn es keine Komplikationen gibt. In dieser Nacht schlief der Bär friedlich im Erholungskäfig, sein Bein war sorgfältig verbunden und er hatte eine Infusion. Owen besuchte ihn früh, saß ruhig neben dem Käfig und beobachtete, wie der Bär langsam aufwachte. Als der Bär Owen sah, hob er den Kopf. Seine Augen waren noch immer müde, blitzten aber vor Wiedererkennen auf. Die Tierarzthelferin brachte eine große Schüssel mit Futter, bestehend aus rohem Fleisch, Lachs und Obst. Der Bär schnüffelte langsam und begann dann, mit seinen schwachen Beinen jedes Stück zu fressen. Es war das wunderbare Zeichen der Genesung, auf das alle seit dem ersten Tag, an dem sie es gerettet hatten, gewartet hatten. Owen lächelte. Er wusste, dass der Bär es schaffen würde, wenn er richtig versorgt würde. Die Ärzte überwachen, kontrollieren und reinigen die Operationswunde weiterhin täglich. Die Infektion wird unter Kontrolle gebracht und die Überlebensreaktionen erholen sich allmählich. Im Dschungel wird eine neue Hoffnung gesät mit aufrichtiger Menschlichkeit. Nachdem sich der Zustand des Bären stabilisiert hatte, kehrte Owen zum Tatort zurück, entschlossen, den bösen Fallensteller aufzuspüren. Er durchsuchte jeden Busch und grub rund um den Fuß der alten Eiche verdächtige Haufen toter Blätter aus. Bald entdeckte er 3 weitere Eisenfallen, die sorgfältig unter dem dichten Gras versteckt waren. Sie waren brandneu und unbenutzt, was beweist, dass der Täter noch immer in diesem Wald aktiv war. Owen stellte eine Falle auf, um die Spur zu verfolgen und stundenlang geduldig im kalten Wald zu warten. Eines späten Nachmittags sah er einen verdächtigen Mann mit einem Eisensack in den Wald schleichen. Er bückte sich und stellte die Falle genau dort auf, wo er sie gefunden hatte, genau den Mann, nach dem Owen gesucht hatte. Owen erschien aus dem Nichts, überwältigte ihn und verlas ihm seine Rechte als Gefangener im verbotenen Wald. Er rief die Polizei von Ontario zum Unfallort, um die Maßnahmen zu koordinieren. 2 Polizisten kamen, legten dem Jäger Handschellen an und beschlagnahmten alle illegalen Fallen. Er senkte schweigend den Kopf, da er wusste, dass er angesichts solch eindeutiger Beweise und Zeugen seine Schuld nicht leugnen konnte. Owen seufzte, er hatte seine Pflicht gegenüber der Natur und der Gerechtigkeit erfüllt. Nach einer Woche war die Wunde des Bären vollständig verheilt und im Bereich des operierten Beins begann neues Haar zu wachsen. Es frisst gut, läuft gut und kann auf allen 4 Beinen stehen. Owen und die Ranger beschlossen, es in den vertrauten Algonquin-Wald zurückzubringen. Sie trugen den Bären auf einer Trage ins Auto und bereiteten ihn auf die Reise zurück in die Freiheit vor. Als sie ankamen, öffneten sie die Käfigtür und der Bär kam langsam heraus, wobei er sicherer ging als zuvor. Es stand ein paar Sekunden still und blickte mit ruhigen, dankbaren Augen zu Owen auf. Es gab kein Brüllen, nur einen tiefen, emotionsgeladenen Blick. Owen nickte: Geh, die Freiheit erwartet dich. Der Bär drehte sich um, ging in den Wald und verschwand zwischen den dunklen Bäumen. Alle Herzen verstummten, dann brach unbeschreibliches Glück aus. Durch Ausdauer und ein gutes Herz wurde ein Wildtierleben gerettet. Owen fuhr fort, auf Patrouille zu gehen, wie er es 30 Jahre lang ohne Pause getan hatte. Im Algonquin Forest, in der Wildnis, bewahrt ein Mann still und leise das Leben. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.